immer über Islam erzählt, dann hat er mich immer mitgenommen zum Freitagsgebet. Und das fing dann alles immer an, dass ich auch halt immer öfters in die Moschee gegangen bin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mein Name ist Keisuke, jetzt Abdullah. Ich komme aus Japan, also ich bin geboren in Japan und Allah hat mir, Alhamdulillah, die richtige Rechtsleitung gegeben, Alhamdulillah. Ich bin sehr glücklich und das kam so, dass das ist eine komplizierte Geschichte. Ich bin schon zigmal umgezogen, überall in Japan auch ungefähr 7 Mal, dann in Deutschland auch. Ich habe erst in Berlin gewohnt, jetzt bin ich in Frankfurt. Und es war natürlich Schicksal für mich. Als ich nach Frankfurt gezogen bin, war ich auf einer Schule und da war ich halt noch ein bisschen unanständiger. Aber trotzdem habe ich immer versucht, gut zu sein, ein guter Mensch zu sein. Und da habe ich ein Mädchen, also in Berlin habe ich davor gewohnt und da kannte ich die Muslime nur so als Kanaken, die einfach nur halt so ein schlechtes Bild gezeigt haben in Deutschland. Und ich dachte, wenn man ein Muslim ist, dann ist man halt gleich ein schlechter Mensch sozusagen. Und dann kam ich nach Frankfurt und da hatte ich mit Leuten zu tun, auch mit vielen Muslimen, also mit mehr Muslimen eigentlich. Und die haben mir den ersten Schritt gezeigt, also den ersten guten Schritt gezeigt ins Islam. Und die haben mich immer eingeladen zum Essen und das kannte ich halt nicht. In Berlin, ich weiß nicht, wenn jemand da schon mal gewohnt hat, die Muslime sind da halt nicht so aktiv. Auf jeden Fall habe ich in der Schule ein Mädchen gesehen mit einem Kopftuch. Das war das einzige Mädchen mit dem Kopftuch damals auf der Schule. Und sie war sehr bescheiden, sie war schüchtern und ich weiß nicht, dann dachte ich, oh, das Mädchen, die ist intelligent, aber warum, und die ist eigentlich auch hübsch. Aber warum ist sie nicht so wie die anderen Frauen? Wieso geht sie nicht auf Partys? Und im Unterricht habe ich mal mit ihr auch geredet. Aber natürlich, sie ist Muslima und sie wollte erst gar nicht mit mir reden. Das ist ja klar. Aber irgendwie habe ich sie immer gefragt, wie ist Islam, warum trägst du ein Kopftuch? Du brauchst doch gar kein Kopftuch zu tragen und so weiter. Und wir kamen immer jeden Tag ins Gespräch. Und und sie hat mir irgendwie das Herz so geöffnet und ich mochte sie sehr gerne. Und dann bin ich auch einmal in die Moschee gegangen, in eine deutsche Moschee in Frankfurt, IIS, also ich will keine Werbung machen, aber da hat mir ein Bruder, also ein muslimischer Mann, hat mir 2 Bücher gegeben über Islam. Und das habe ich mir dann durchgelesen. Da war ich noch mit ein paar Freunden aus Berlin in Ungarn, haben da Party gemacht. Aber tagsüber, als wir geschlafen haben, war ich in der Sonne und habe dann halt das Buch gelesen. Islam und Politik, Wissenschaft, alles, ja. Und da habe ich gedacht, ja, Islam ist eigentlich eine gute Religion. Ich verstehe gar nicht, warum die ganzen Türken und Araber, Marokkaner und so viel schlechte Sachen machen. So, und dann kam ich wieder zurück aus dem Urlaub. Dann, eine Sache muss ich noch dazu sagen, als ich in dieser Moschee war, in dieser deutschen Moschee, habe ich einen Jungen gesehen, der war auf meiner Schule. Ich war damals in der 12. Klasse und der Junge war in der 10. Klasse, der Junge, ja. Und er hat mich gefragt, ey, du bist doch auf meiner Schule. Und ich kannte den damals nicht, weil ich da halt auch neu war in Frankfurt. Und ich sagte dann,
ja, auf welcher Schule bist du denn? Dann sagte er mir halt die Schule, worauf ich ging damals noch. Und dann dachte ich so, hä, das ist ja, okay, dann ist er halt hier mit mir auf der gleichen Schule. Und seit diesem Tag ist er immer zu mir gekommen und hat immer über Islam erzählt. Dann hat er mich immer mitgenommen zum Freitagsgebet. Und das fing dann alles immer an, dass ich auch ja halt immer öfters in die Moschee gegangen bin. Und dann habe ich auch mal mit ihm gebetet. Also ich weiß nicht. Allahu Alam. Ja, und eines Tages kam er zu mir, da meint er so, ja, kommst du heute wieder in die Moschee? Und wie wär's, wenn du dein Shahada aussprichst? Also das heißt, die, wie sagt man? Ja, genau, das Glaubensbekenntnis, wenn du das aussprechen würdest, weil dann wäre das noch ein großer Schritt. Dann, du weißt ja viel von Islam, du hast ja schon viele Überlieferungen von den Propheten gelesen, du hast angefangen über Islam zu lernen, du weißt eigentlich viel. Und für mich bist du eigentlich auch schon wie ein Muslim, weil du betest manchmal mit mir und ja, du bist eigentlich, ja, du willst immer in die Moschee gehen und so, warum nicht? Dann habe ich überlegt, dann habe ich gesagt, ja, okay. Und dann habe ich mein Glaubensbekenntnis gesprochen. Jo. Und jetzt bin ich, Alhamdulillah, mit diesem Mädchen verheiratet. Alhamdulillah. Macht viel Dua, inshallah. Und Barakallah.